Talk. Heute zu Gast Philipp Stark, Betriebsleiter am Werk Giershagen von Wepa. Seit 25 Jahren im Unternehmen hat er die Entwicklung der Branche hautnah miterlebt. Wir sprechen über seinen Werdegang, über die Herausforderungen von moderner Papierproduktion und was es braucht, ein Werk erfolgreich zu führen. Wie hält man die Produktion am Laufen und treibt gleichzeitig Innovation und Nachhaltigkeit voran? Hier erfahrt ihr es. Philipp, ich freue mich, dass du da bist und wir jetzt gemeinsam über deine 25 Jahre Wepa-Erfahrung, die du inzwischen ja schon mitbringst, sprechen dürfen. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf diese 25 Jahre, was war so ein Moment, wo du gesagt hast, hey, das ist Wepa für mich, dafür schlägt mein Herz? Ja. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mich sehr darüber gefreut, über die Einladung, über die Anfrage. Ist für mich ein ganz besonderer Moment. Passend dieses Jahr zu den 25 Jahren, die wir dann voll machen. Ja, vielen Dank dafür. Ja, was war ein besonderer Moment? Also ich glaube, der größte Moment für mich war tatsächlich, als ich die Chance hatte, die Schicht oder eine Schicht zu übernehmen, die Verantwortung für eine ganze Personengruppe. Wir waren damals 23 Mann, plus mir dann in dem Fall. Das war ganz besonders. Das war eine Erfahrung, die war nicht leicht am Anfang, aber das war mein Wunsch. Also ich bin immer zur Wepa gegangen, mit dem Ziel, irgendwann mal so ein Schichtleiter zu werden. Spannend. Und dass sich das Ziel erfüllt hat, war natürlich sehr, sehr special. Das kann ich mir vorstellen. Aber lass uns noch mal ganz am Anfang starten. Du hast mir erzählt, du hast ja deine Ausbildung schon bei Wepa gemacht. Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat, damals, der erste Tag durch die Tür zu gehen, mit welchem Gefühl du angekommen bist? Kannst du dich da noch so zurückversetzen? Ja, zum Teil schon. Es ist natürlich jetzt schon lange her. Ja. Aber ich weiß noch, als wäre es gestern, ich wurde vom Azubi abgeholt. Und bin zum ersten Mal an eine Papiermaschine gekommen, Papiermaschine 5 bei uns in Giershagen, gibt es heute auch immer noch, und bin dort in eine Schaltwarte gebracht worden und saß dann da. Dann sieht man die große, laute Maschine, guckt nach links, guckt nach rechts, nur fremde Leute. Ja. Gerade wenn man frisch anfängt, ist man ja 15, gerade 16 geworden. Mhm. Und dann hat man natürlich erstmal grün hinter den Ohren und ist noch zurückhaltend, schüchtern. War schon nicht ganz leicht, ja. Hattest du eine Vorstellung, was dich erwarten wird? Also was dir so ein Job ausmacht? Oder war das auch so ein Sprung ins kalte Wasser irgendwie ein bisschen? Ich würde sagen das Zweite. Also ich wollte immer Bäcker werden. Im Dorf bei uns hatten wir einen Bäcker, da habe ich dann auch Praktikum gemacht, Ferienarbeit gemacht und da wollte ich immer hin. Und dann hat es sich irgendwie so ergeben, dass mein Vater irgendwann gesagt hat, Junge, geh auf die Wepa, wir sitzen am Po, verdienen gutes Geld und das hat mich in dem Moment tatsächlich doch motiviert. Ja. Ach Wenn ja. man das voll beim Bäcker gesehen hat, was da wirklich geschuftet wird, körperlich. Ne? Das ist dann schon zu unterscheiden, ja. Ja, definitiv. Jetzt liegen 25 Jahre hinter dir und du hast vom Azubi viele, viele Stationen eigentlich schon so mitgemacht. Inzwischen bist du Betriebsleiter in Giershagen in der Produktion. Wenn du so überlegst, was waren Herausforderungen für dich auf dem Weg, wo du gesagt hast, Sam, da hat mir tatsächlich auch das Team, das ganze Wepa-Umfeld sozusagen geholfen, dass ich diesen Weg halt auch gehen konnte? Ja, die größte Herausforderung war damals, als man vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten wurde und gerade auf der gleichen Schicht, wo dann die Kollegen, die man vorher oder von denen man angelernt wurde, wo man auf einmal dann der Chef war, für sie verantwortlich war, die Urlaubsplanung gemacht hat, Konflikte gelöst hat, interne Ziele erreicht hat. Das war ein ganz besonderer Moment. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und der nächste Schritt war natürlich dann nach 10 Jahren, wo ich mit den Kollegen dann als Schichtleiter zusammengearbeitet habe, insgesamt dann 19 Jahre auf der Schicht, bin ich dann auf die Tagschicht gewechselt und da feiert man natürlich einen Abschied. Ich hatte schon gesagt, du führst ja auch ein großes Team, also trägst auch viel, viel Verantwortung. Was ist da das, was dir am meisten Spaß macht und was ist vielleicht aber auch die größte Verantwortung, die das so mit sich bringt oder auch Herausforderungen einfach? Ja. Mein persönliches Bestreben ist, dass wir es schaffen, im Team ja, zufrieden zu sein. Also dass wir nicht von der, ich sag mal, Büroetage nach unten alles runterdrücken, sondern dass wir versuchen, im Team zusammenzuarbeiten. Und das ist die größte Herausforderung, die ich mir persönlich als ganz großes Ziel setze, dass wir das schaffen. Das ist meine persönliche Vorgabe, ins Team. Und das ist alltäglich eine Herausforderung. Gibt es da so Tricks und Tipps, die du anderen mit auf den Weg geben kannst, die für dich schon gut funktioniert haben oder wo du vielleicht auch gemerkt hast, das geht in Giershagen in dem Team vielleicht nicht. Vielleicht funktioniert es woanders, aber für uns haben wir gemerkt, das ist nicht der Weg. Grundsätzlich kommunizieren, mit dem Team sprechen, an den Leuten bleiben, nicht zu sehr abheben. Also man muss immer am
Mitarbeiter bleiben, immer in der Nähe bleiben. Man muss wissen, wo drückt der Schuh, was haben wir für Probleme, dass man dementsprechend die Entscheidungen, auch wenn es eben geht, immer gemeinsam trifft. Wie viel Zeit kannst du dir dafür nehmen im Alltag? Es ist weniger geworden, aber es ist ein Muss. Also ich habe im Moment mehr mit meinen Direktunterstellten zu tun. Das sind die Produktionsleiter, technische Leiter, mit denen ich jetzt zu tun habe. Und da versuchen wir im Team schon sehr uns ja, auf den Tag einzustimmen, was wir für Arbeiten umsetzen wollen. Da muss man immer in Kommunikation bleiben. Ja, ja. Jetzt steht natürlich auch die ganze Papierindustrie, die ganze Branche vor großen Herausforderungen, die natürlich auch euch in den Werken halt betreffen. Wenn du jetzt mal so in deinen Alltag und in den deines Teams schaust, was sind das für Herausforderungen, die euch tagtäglich ja ein bisschen tangieren auch? Ja. Ich glaube, jeder weiß, man merkt es auch in der privaten Brieftasche, was los ist, was die Energiepreise betrifft. Da sind wir natürlich in der Papiererzeugung sehr energieintensiv und brauchen sehr viel Strom und Gas. Und das ist natürlich die größte Herausforderung hier zu sehen, dass wir uns hier immer weiter verbessern und dementsprechend Energie einsparen. Und da haben wir ganz große Ziele, die wir auch versuchen zu erreichen mit Maßnahmen, die uns dann Ziel bringen. Ja. Wenn wir jetzt auf deine 25 Jahre Erfahrung schauen, die du ja einfach schon so mitbringst, erinnerst du dich da an bestimmte Momente, wo es schon mal ähnliche Herausforderungen gab? Vielleicht nicht genau das gleiche Problem, aber wo du die Erfahrung halt mitnehmen konntest und woran du merkst, das könnte vielleicht auch jetzt eine Lösung sein, euch mit diesen Herausforderungen zu beschäftigen und damit umzugehen? Also ich glaube, wir schaffen es nur, hier vorwärts zu kommen und an unsere hart gesteckten Ziele zu erreichen, wenn wir das mit unseren Mitarbeitern machen. Wenn wir unsere Mitarbeiter verstehen und wissen, was sind die Bedürfnisse, wie können wir Lösungen finden, die Mitarbeiter mitgehen. Also es bringt mir nichts, wenn wir irgendwas vorschreiben und der Mitarbeiter interessiert sich dafür nicht und geht seinen eigenen Weg. Also wir müssen schon schauen, dass wir gemeinsame Ziele erreichen, beziehungsweise gemeinsam miteinander kommunizieren, sprechen und dementsprechend immer genau, die gemeinschaftliche, einvernehmliche Lösung finden. Ja, wenn wir uns das noch mal so aufs Heute konzentrieren und die Herausforderungen, vor denen wir alle halt ja auch insgesamt stehen, auch WEPA insgesamt. Wenn wir uns da anschauen, zum einen Nachhaltigkeitsaspekte, aber natürlich auch globale Konkurrenz. Ist das bei euch im Team ein Thema, was ihr auch im Alltag erlebt und wie geht ihr dann damit um? Ja. Also da will ich schon sagen, klar ist man da immer in der Kommunikation. Man hat die letzten Jahre viel gesehen, dass die Veränderungen da sind. Ob es das immer dunkler werdende Recyclingpapier ist, ob es Toilettenpapier, Küchenrolle ist, was wir hauptsächlich bei uns in Deshagen produzieren oder was anderes. Ist eine Beobachtung. Zum anderen, wo wir täglich mit zu tun haben, ist natürlich darauf zu achten, dass wir Energie einsparen. Wir tracken bei uns zum Beispiel jeden Morgen die Feuchte an der Papiermaschine. Wir gucken jeden Morgen, haben wir unsere Zielfeuchte, haben wir die Chance, die Energie zu sparen, haben wir sie wahrgenommen oder haben wir sie vielleicht noch nicht wahrgenommen. Und ich glaube, das ist das Spannende, jeden Morgen da auch wieder mit dem Mitarbeiter in den Kontakt zu kommen, zu fragen, welche Probleme haben wir, sollen wir es nicht doch noch versuchen. Da merken wir einfach, dass wir unwahrscheinlich viel Zeit investieren, um hier unsere Energie einsparen zu können. Aber ich denke, das macht uns dann besser wie die Konkurrenz. Ja, was für eine Rolle spielen so neue Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz? Ist das auch so ein Faktor, der immer mehr bei dir auch Raum einnimmt? Also künstliche Intelligenz tatsächlich probiert man jetzt die ersten Male aus, ob es das Erstellen von Briefvorlagen ist oder von Aushängen, die wir hier vorbereiten müssen. Es ist ein wahrscheinlich tolles Tool. Ich bin gespannt, was noch möglich ist. Ich denke, da werden wir noch einiges drüber lernen. Ja. Digitalisierung an sich ist natürlich auch sehr wichtig. Es ist eine große Hilfe für uns, alleine in diesem Energiemonitoring, was ich schon angesprochen hatte. Einfach zu sehen, wie stehen wir da, welche Energie verbrauchen wir, bei welcher Sorte, wenn wir Versuche fahren, wo wir unterschiedliche Spannungen in die Maschine einbauen können. Da sehen wir schon Unterschiede und können dementsprechend Einfluss nehmen. In deiner Karriere jetzt selber, gab es da auch Momente, wo die so, ich nenne es jetzt mal allgemein, innovative Ansätze einfach wichtig waren, weil sie dich nochmal in eine neue Richtung gebracht haben? Wenn du da mal für dich selber so schaust, gibt es da irgendwas? Wir hatten gerade im letzten Jahr einen Umbau einer Papiermaschine, weil wir über Jahre unwahrscheinliche Probleme hatten, diese Maschine auf Tour zu bringen, eine Maschineneffizienz zu erreichen, die wir uns vorstellen in Gesagen, eine Feuchte zu erreichen, die wir erreichen wollen. Also wollen wir möglichst feucht fahren, um Energie zu sparen. Das war hier echt ein Knackpunkt und kam einfach nicht vorwärts. Und wir haben dann uns Unterstützung geholt, haben mit anderen
Zulieferern, was Bespannung angeht, Obertücher, die wir für eine Papiermaschine brauchen, Kontakt aufgesucht haben, Versuche gefahren, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, um hier einfach die Maschineneffizienz nach vorne zu bringen. Erst der Umbau hat es dann möglich gemacht, mit dem Team zusammen, mit verschiedenen Änderungen hier wirklich besser zu werden. Und ich bin mega stolz, gerade jetzt die letzten Monate die Maschineneffizienz zu beobachten und auch die Feuchteentwicklung an dieser Maschine. Also dass ich sagen kann, diese Energie, die wir da reingesteckt haben im ganzen Team, bin ich mega stolz aufs Team und auch darauf, dass wir das geschafft haben, unser Vorhaben zu erreichen. Ja, das war was ganz Besonderes. Voll schön, Ja. sehr, sehr schön. Man merkt auch direkt, du strahlst, wenn du darüber redest. Ja, ich lebe dafür, ja. Ja. Und bei allem steht ja auch, und das merke ich jetzt auch gerade halt hier, immer wenn wir über Wepa reden, sprechen wir auch direkt immer über Purpose, unseren Purpose, ne? Together for a better life. Im Prinzip ist es ja genau dieses Beispiel, was du da gerade beschrieben hast, was ihr halt auch im Alltag so lebt. Gibt es da noch andere Beispiele, wo du so merkst, diesen Purpose, den lebst nicht nur du, sondern den gibst du auch ins Team weiter? Ich glaube schon, dass man den einen oder anderen anstecken kann, gerade wenn man das Gefühl hat, gerade wie es das Problem, was ich eben beschrieben habe mit einer Papiermaschine, wenn man so ein Projekt hat und zusammen dann Erfolge, auch wenn es kleine Erfolge sind, wenn man es zusammen feiern kann, dass man darüber spricht, das haben wir toll hingekriegt, guck mal, dein Vorschlag jetzt hier an der Stelle, ne? Ja, Guck mal, was uns das gebracht hat. Das sind so Dinge, die muss man einfach durchlaufen, dass die Kollegen dass man einfach die Kollegen wertschätzt mit ihrer Arbeit, wie sie so umsetzen, wie sie so tun, wie sie sich Gedanken machen. Nur das hat uns ja dahin gebracht, wo wir jetzt stehen. Du sagst ja auch vorher, dein Wunsch ist es halt, das Team ja auch dann so mitzunehmen und darüber Motivation zu schaffen. Was sind da so diese kleinen Feinheiten, die über diese Kommunikation hinausgehen? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie ihr das im Team so lebt? Also der erste Punkt für mich ist Vertrauen. Und ich habe in 10 Jahren gelernt, wo ich Werkführer sein durfte oder Schichtleiter sein durfte, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, sich gegenseitig Vertrauen zu schenken. Jeder im Team hat gute Ideen. Nicht immer zu einem Punkt, aber das Team ergänzt sich einfach. Durch das unterschiedliche Wissen, was jeder Kollege hat, kann man sich sehr gut ergänzen und am Ende muss man diese ganzen Informationen zusammentragen und das Beste daraus machen. Und dann hat man im Team ein super Ergebnis erreicht. Ja. Wenn wir nach diesen ganzen 25 Jahren, die du in Erfahrung schon mitbringst, jetzt mal so den Blick vorauswerfen und du dir vorstellst, du guckst jetzt so ein bisschen in die Kristallkugel, was könnte denn die Zukunft bringen, nicht nur für dich, sondern natürlich auch für Wepa, aber halt auch die Papierindustrie. Was glaubst du, was sind da Themen, Herausforderungen, vor denen die ganze Branche steht? Als erstes wünsche ich mir, dass wir als Team weiter zusammenwachsen. Also damit meine ich nicht nur das Team bei uns in Gershagen, sondern dass wir durch die Aktionen, die wir gerade auch machen über das Jahr, mit den Produktionskollegen weiter zusammenwachsen, mit den anderen Abteilungen weiter zusammenwachsen, durch die Matrixstruktur. Das schafft ein unwahrscheinliches Netzwerk und ich finde auch Möglichkeit, schnell Dinge anzusprechen, wenn sie mal nicht so sind, wie sie sein sollten, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, solche Dinge mal anzubringen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr positiver Schritt ist und dass uns das wirklich weiterbringen wird, weil wir einfach schnell sind. Du hast jetzt gerade darüber gesprochen, Kommunikation effektiver gestalten, die Wege zu verkürzen und damit schneller reagieren zu können. Was glaubst du, was sind das für Themen, die euch heute vielleicht schon beschäftigen, aber in der Zukunft noch viel, viel mehr? Ja. Wir sehen zum einen, die Qualität des Altpapiers wird immer schlechter, sodass wir versuchen müssen, aus diesen Qualitäten trotzdem ein hochwertiges, weiches Toilettenpapier oder auch ein schönes, hochqualitatives Küchentuch herzustellen. Und das sind, glaube ich, die größten Herausforderungen. Die Qualitäten des Altpapiers werden immer schlechter. Ja. Und das, was wir aussortieren, das muss ja auch irgendwie weg. Da gibt es Gott sei Dank bei uns in Gershagen jetzt einen Umbau dieses Jahr, der steht in Kürze an, um hier auch dementsprechend das zu kompensieren, dass wir mit diesen schlechteren Papierqualitäten besser zurechtkommen. Aber auch die nächsten Jahre frage ich mich, wie geht es denn weiter? Bleibt alles bei den Kartonagen, die wir brauchen im Moment, um unser erste Nature zu produzieren? Gibt es vielleicht auch nachhaltigere Lösungen in Zukunft? Was gibt es dann für neue Herausforderungen? Parallel sehe ich da ganz klar den Energieverbrauch im Fokus. Wie schaffen wir es, vom Gas wegzukommen? Auch hier gibt es hohe Ziele, wo wir aktuell in Workshops auch bei uns in Gershagen aktiv daran arbeiten. Wie wollen wir uns in den nächsten 10 bis 15 Jahren aufstellen, um diese Themen anzugehen? Das wäre eine riesige Herausforderung für uns, wo wir sehr viel Zeit reinstecken müssen. Ja, spannende Zeiten auf jeden Fall, auch das, was dann jetzt noch so kommt. Wenn du jetzt mal deinem jüngeren Ich sozusagen so ein bisschen über die Schulter schaust, damals als 16-Jähriger, als du das erste Mal
reingekommen bist in das Werk, in das Wepa-Werk. Was würdest du dem gerne mit der Sicht von heute so mit auf den Weg geben? Was sind da so für Tipps, von denen natürlich auch andere profitieren können? Ja. Mach, worauf du woran du Spaß hast. Und wenn man auch feststellt, gerade wenn man jetzt in den Beruf einsteigt und man merkt, oh, das liegt mir gar nicht so, lass uns doch drüber sprechen. Es gibt immer Lösungen. Ja, wir haben so einen vielfältigen Bereich, den man abdecken kann in der Produktion, in dem Werk. Ob es der Industriemechaniker ist, ob es der Papiermacher ist, ob es der Mechatroniker ist, ob es der Elektriker ist. Also wir haben so viele Möglichkeiten, den unterzubekommen. Und bevor man jetzt aufgibt, lass uns einfach alles probieren. Ja? Die Möglichkeiten haben wir doch. Ja. Wie schön, dass du nicht aufgegeben hast. Ja. Auf die nächsten 25 Jahre, würde ich sagen. Was stellst du dir da vor, wenn du den Blick für dich persönlich vorauswirfst? Wo sind da deine Ziele? Mein ganz klares Ziel ist, dass wir besser werden, ja, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir nicht auf der Stelle stehen, dass wir schauen, dass wir zufrieden sind. Wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, sind wir auch zufrieden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist so für mich das Wichtigste für die nächsten 25 Jahre. Weil die ganzen Herausforderungen immer noch einen klaren Blick zu haben und nicht die Kollegen aus dem Auge zu verlieren. Ja. Philipp, vielen lieben Dank, dass du hier warst und uns mitgenommen hast in die ersten 25 Jahre deiner Wepa-Karriere. Und ich würde vorschlagen, in 25 Jahren sehen wir uns dann nochmal hier. Versprochen, bin ich dabei. Ich freue mich drauf. Danke dir, dass du da warst. Danke auch.